Hey Leute, ich bin jetzt hier auf 2300 Meter über den Foka-Pass. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um euch zu sagen, dass ich mich wahrscheinlich leicht bis mittelschwer verletzt habe an der linken Achillessehne drüben im Wallis. Und dieses Video wird wahrscheinlich davon handeln, wie ich wieder zurückkommen werde zum normal fitten Bergsteiger, und möchte euch mit diesem Video etwas zurückgeben, nämlich viel Motivation. Und das Wichtigste ist in diesen Momenten, wo ihr glaubt, geschwächt zu sein, dass ihr jetzt schon wieder eure Ziele fokussiert, dass ihr jetzt schon wieder dran denkt, wo ihr stehen werdet. Also gebt nicht auf und viel Spaß mit dieser Unterhaltung. Ich habe es jetzt schon bis nach Österreich geschafft, aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist so schmerzhaft, mit dieser Achillessehne die Kupplung zu treten. Das war bis hierhin echt ein schmerzhafter Weg. So, jetzt habe ich es gleich geschafft, nicht mehr weit. Fast 600 Kilometer stehen auf dem Tacho. Zum Glück ist nichts weiter passiert. Ich bin daheim angekommen und bin froh, dass alles gut geklappt hat mit der Fahrerei. Schmerzen sind bei Belastung definitiv noch da und ich werde das Ganze jetzt mal weiter beobachten. Habe jetzt soweit erstmal keine weitere Schmerztablette genommen, sondern beobachte das Ganze, wie der Körper auf den Schmerzreflex reagiert, und werde dann gegebenenfalls reagieren und morgen zum Orthopäden gehen. Aber jetzt erstmal was essen, die ganzen Sachen verräumen und Wäsche waschen, und am Ende gibt es dann eine Dusche. Ich freue mich drauf. So, guten Morgen, Tag 2 nach der Verletzung. Eine leichte Besserung ist in Sicht. Ich werde aber trotzdem jetzt gleich mal zum Arzt gehen und um Untersuchung bitten mit Ultraschall, beziehungsweise falls nötig mit MRT. Und da werde ich versuchen rauszubekommen, was vielleicht verletzt oder beschädigt ist. Aber eine leichte Besserung ist in Sicht. Ich kann schon wieder normal auftreten und dann abrollen ist mehr oder weniger fast schon wieder möglich, allerdings nur langsam. Also leider bereitet mir das Treppengehen enorme Schmerzen. Ich muss ja leider irgendwie meine täglichen Sachen erledigen, wie Einkäufe, Wäsche und andere Dinge. Und da habe ich gerade gemerkt, das Treppengehen ist doch sehr, sehr schmerzhaft. Ist zwar etwas besser geworden, allerdings glaube ich, dass doch irgendwas beschädigt ist. Und ja, schade auf jeden Fall. Etwas die Stimmung gedämpft. Mal schauen, was der Doktor gleich sagt. Also ich habe jetzt Gewissheit. Der Doktor hat mit Ultraschall geschaut. Und wir tippen jetzt auf eine Entzündung der Achillessehne. Wenn es bis Mittwoch nicht besser ist, muss ich nochmal zum Orthopäden. Dann werden wir wahrscheinlich ein MRT machen. Allerdings bin ich gerade guter Dinge, habe die Dosis der Ibuprofen erhöht, beziehungsweise benutze auch Voltaren Forte und hoffe immer noch auf eine glückliche Abheilung der leichten Verletzung. Wäre auf jeden Fall schön. Beschäftigt mich gedanklich sehr. Bin jetzt auch 3 Tage krankgeschrieben und habe leider jetzt nichts von meinem Urlaub. Deshalb ja, hilft nichts außer schonen, ruhen und hoffen, dass es besser wird. Tag 2, Ende. Also guten Morgen, guten Mittag, Tag 3 nach der Verletzung. Es ist Dienstag, der 13. August, und die Achillessehne hat sich jetzt über Nacht verbessert, also es fühlt sich deutlich besser an. Der Schmerz ist jetzt aktuell nicht mehr gut zu spüren. Ich weiß nicht, ob das an den Schmerzmitteln liegt oder am Voltaren oder dass sich das Ganze wirklich entspannt hat.
bin sehr, sehr glücklich gerade. Und morgen ist nochmal ein Tag, also der 3. Tag der Krankschreibung, wo ich hoffe, dass es komplett weggeht. Was auch immer das gewesen ist auf jeden Fall am Abheilen. Eine Überlastung der Achillessehne, eine Reizung, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich heute Morgen sehr, sehr happy, dass das Ganze doch in eine gute Richtung jetzt geht. Also da fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen und ja, super Sache, gute Nachrichten. An Tag 3 bessert sich das Ganze. Muss man ganz klar sagen, striktes Sportverbot, absolut null, keine Bewegung, nur daheim das Nötigste machen und den Fuß stillhalten. Super. So, liebe Leute, jetzt habe ich auch kurz Besuch da gehabt und das hat mich auch gut abgelenkt. Ich bin jetzt hier gerade schon am Schneiden an meinen neuen Videos. Das Ganze geht natürlich ohne Probleme, weil ich bewege den Fuß nicht und was soll ich sonst großartig machen. Ja, eine Besserung ist auf jeden Fall in Sicht. Zumindest habe ich jetzt das Gefühl, ich habe zwar jetzt Ibuprofen drin und Voltaren Forte aufgetragen, allerdings ist das Gefühl, wenn ich jetzt mal zum Beispiel runter zum Auto muss, um irgendwas rauszuholen, dass ein Verbesserungsprozess auf jeden Fall da ist. Das bedeutet, meiner Gesundheit geht es durchaus immer besser von Tag zu Tag. Allerdings dauert es wahrscheinlich jetzt noch etwas, bis es dann wieder langsam zum Sport geht. Also noch ist an Sport nicht zu denken. Dementsprechend heißt es jetzt geduldig bleiben und einfach den Fuß ruhig stellen. So, Tag 4 nach der Verletzung. Es ist ein guter Morgen, es ist schönes Wetter draußen. Ich bin allerdings erstens noch den letzten Tag krankgeschrieben. Zweitens Sportverbot, beziehungsweise ich merke eine deutliche Besserung vom Gesundheitszustand. Dem Fuß geht es beim Aufstehen deutlich besser. Also ich merke wirklich, dass sich jetzt zwischen gestern und heute einiges getan hat in der Nacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es wirklich eine absolute Überbelastung gewesen sein muss, weil es ist nichts gerissen. Es war halt ein Schmerzreflex und ich bin davon überzeugt, dass morgen ist, glaube ich, der Feiertag, der 15. August, dass es morgen schon wieder komplett weg sein müsste. Ich werde jetzt auch noch nicht mit der Black Roll arbeiten, also mit der Faszienrolle. Ich werde auch weiterhin nicht dehnen, wie der Arzt es mir gesagt hat. Ich benutze weiterhin Salben, allerdings bin ich jetzt komplett runter von Ibuprofen und Voltaren und bin auf jeden Fall glücklich, wirklich glücklich, dass ich vielleicht noch mit einem blauen Auge davongekommen bin. Ich hatte wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet und heute wird es nochmal ein sehr ruhiger Tag werden. Morgen ist der Feiertag und vielleicht schaut es am Wochenende oder am Donnerstag schon besser aus. Bezüglich Alpenüberquerung bin ich mir absolut unschlüssig, ob das Ganze klappen wird oder nicht. Ich halte das Ganze jetzt mal offen, 50-50, ob das Ganze morgen etwas geben sollte, falls ich starten sollte und merke bei den ersten Metern, dass irgendein Schmerz da ist, sofort abbrechen und dann tut es mir natürlich leid, aber da geht die Gesundheit ganz klar vor, muss ich ganz klar sagen. Und ich werde es auf jeden Fall wahrscheinlich probieren morgen früh. Allerdings, wenn irgendwas sein sollte, sofortiger Abbruch und dann ist das ganze Ding gelaufen. So erwachsen muss man sein und ja, heute also nochmal ruhig und ich bin gerade dabei noch Videos zu schneiden, halt den Fuß natürlich still und bin sehr dankbar, dass es höchstwahrscheinlich nur eine Kleinigkeit gewesen ist. Gott sei Dank. So Leute, ich war jetzt gerade, wie ihr sehen könnt, beim Friseur. Der ist allerdings nicht weit von mir entfernt. Zweiter Punkt, ich war noch bei meinem Arzt und habe mit ihm kurz besprochen, wie es ausschaut und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es keine gute Idee ist, bei der Alpenüberquerung teilzunehmen. Ich werde trotzdem fairerweise morgen schauen, wie es mir geht und ich werde das Ganze aber sehr kritisch beurteilen bzw. kritisch betrachten. Ich werde auf jeden Fall morgen mal Richtung große Olympiaschanze gehen und schauen, wie es dann vor Ort ist, beziehungsweise
die Teilnehmer mal kennenlernen und die Situation erklären. Für mich ist es natürlich so, dass meine Gesundheit an erster Stelle steht und natürlich auch, dass ich wieder fit bin für meine Arbeit. Das ist natürlich ganz klar und dementsprechend ist sogar so eine Sache wie die Alpenüberquerung dann zweitrangig, muss man auch ganz klar sagen. Und das Schöne ist eigentlich, dass es mir Tag für Tag besser geht. Allerdings werde ich auch an diesem Wochenende nichts machen können, bergtechnisch gesehen, und werde mich auch weiterhin schonen. Habe natürlich wunderschönes Videomaterial zum Schneiden. Muss ich sagen, bin ich froh, ein YouTuber zu sein, weil so kann ich, auch wenn ich verletzt bin, Inhalte bearbeiten, die mit Bergen zu tun haben. Also das ist schon eine sehr, sehr tolle Sache. Und ja, ihr seht's, kürzere Haare auf jeden Fall auch wieder ordentlicher vom Erscheinungsbild. So, guten Morgen. Heute ist Tag der Alpenüberquerung und bevor wir uns nachher um 7 Uhr treffen, mache ich einen kleinen Check-up, ob es geht oder nicht. Wenn es jetzt nicht geht, dann geht es nicht, und wenn es geht, dann geht es. Also kommt mit raus, wir schauen es uns an. Also, ich habe jetzt Gewissheit, und zwar folgender Punkt, dass ich nicht starten kann. Klingt jetzt erstmal traurig wahrscheinlich für die Teilnehmer, allerdings ist es mir wirklich zu heikel. Ich habe definitiv noch einen Schmerzreiz. Das macht in diesem Moment einfach keinen Sinn. Spätestens als ich gemerkt habe, dass der Schmerzreiz immer noch da ist beim Treppensteigen, macht es wirklich absolut keinen Sinn, bei der ersten Etappe über 40 Kilometer zu laufen. Das macht vor allem für mich überhaupt gar keinen Sinn, mich hier wirklich absichtlich zu verletzen, und ihr habt auch keinen Mehrwert davon, wenn keine Videos kommen. Also dementsprechend muss man einfach ganz klar sagen, ich muss dieses Event leider absagen. Ich werde heute Morgen noch ehrlicherweise zum Start kommen. Ich bin ja heute nicht krankgeschrieben. Ich werde mit euch Teilnehmern sprechen und das Ganze erklären. Ich habe auch drüben gepackte Taschen, das werde ich alles mal soweit mitnehmen, aber das ist einfach eine Sache, das geht nicht, mit einer beschädigten Achillessehne solch eine Tour zu machen. Muss man sagen, ist dumm gelaufen, kann ich leider auch nichts dafür. Es gab keinen Unfall, es gab kein Ereignis, warum das Ganze so gekommen ist. Ist halt so, wie es ist. Und ja, jetzt ist in einer Stunde Treffen und für mich schaut es dann leider schlecht aus. Und wie die ganze Verletzung weiter abheilt, das erfahrt ihr noch alles hier auf diesem Kanal. So, da fahren nun gerade die 3 Teilnehmer von der Alpenüberquerung. Ich hoffe an euch 3, euch geht's gut, wenn ihr das hier seht. Es tut mir übrigens sehr leid, dass ich selber nicht mitlaufen kann. Ich habe euch die Gründe genannt mit der Achillessehne. Ihr habt auch wirklich sehr schönes Verständnis gezeigt. Es tut mir auf jeden Fall auch noch leid bezüglich die Bergführer und dem Philipp, dass das Ganze so gekommen ist. Ich kann es leider nicht ändern. Allerdings ist das, was ich jetzt hier mache, definitiv die vernünftige Lösung, und ich weiß, dass wenn ich jetzt noch einige Tage pausiere, dass ich dann wieder irgendwann langsam anfangen kann, als wenn ich jetzt das Risiko eingehe, dass ich mich schwer verletze und am Ende bis zum Ende des Jahres ausfallen oder chronische und Folgeschäden davontrage. Also dementsprechend, ja, schade ist gelaufen. Ich habe das ganze Event mitbeworben und am Ende mache ich nicht mit. Allerdings ist das ein menschlicher Faktor und ich hoffe, dass es jeder da draußen versteht, und es sind Zufälle, die passieren, aber shit happens. Es ist alles im Auto, es ist alles drin gewesen, vom Laufrucksack bis zur Reisetasche, aber für mich heißt es jetzt wieder ins Bett, auf die Couch bzw. an den Rechner, einfach den Fuß stillhalten und mal schauen, ob ich nächste Woche Physiotherapie brauche oder sonstiges, damit es dann irgendwann wieder normal weitergehen kann. Ja, wieder zurück bei der Wohnung, und ja, das ist ein komisches Gefühl, gerade so eine Veranstaltung quasi abgesagt zu haben, die man selber mit beworben hat, aber es lässt sich nun mal nicht ändern, es lässt sich einfach nicht schönreden, es lässt sich nicht retuschieren und verstecken. Das kann ich einfach nicht machen, und von daher ist es die einzige Möglichkeit gewesen, jetzt dorthin zu fahren, das plausibel zu erklären. Und ja, die Teilnehmer waren auf jeden Fall
verständnisvoll dafür und es ist die einzig richtige Entscheidung und von daher gibt es da auch keinen Plan B oder keinen Weg drum herum. Es muss die knallharte Wahrheit gesagt werden und das ist auch das, was die meisten verstehen werden. Ja, und jetzt heißt es für mich wieder zurück auf die Couch. So, ab geht's in die Arbeit. Es wird Zeit. Urlaub ist vorbei. Aber mehr dazu später. Also, es ist 6:30. Ich bin jetzt früher auf die Arbeit gefahren wie gedacht. Und mir ist jetzt aufgefallen beim Schlaf, es ist mir jetzt wirklich aufgefallen, dass ich während dem Schlaf sehr oft verkrampft bin im Bereich der Waden. Habe ich normalerweise nie. Und da die Wadenmuskulatur und die Achillessehne relativ dicht beieinander liegen und dass die Tatsache, dass ich bei meiner Aktion im Auto schlafe, ihr wisst schon, Sitz nach hinten, Lehne zurückklappen, dass es natürlich auch für eine gewisse Streckung und Nichtstreckung sorgt. Und die ganze Kombination mit einer sportlichen Belastung, in Kombination damit, dass ich seit Monaten nur noch leichte Schuhe benutze, Trailrunning-Schuhe, und dann plötzlich schlagartig die härtesten Schuhe nehmen, die wahrscheinlich mit von Scarpa je produziert wurden. Ihr wisst, den Rebel Pro. Ich glaube, dass diese Kombination komplett zusammen diese Verletzung verursacht hat. Das ist jetzt meine Erkenntnis, die ich heute Morgen gezogen habe. Wir haben jetzt Freitag, mein Urlaub ist jetzt hiermit offiziell vorbei und die nächste Woche werde ich ganz regulär arbeiten gehen. Ich bin zwar nicht fit, um wieder Bergsport zu machen, ich bin nicht fit, um laufen zu gehen. Ich bin ohne Einschränkungen im Alltag und auch im Beruf wieder voll belastbar. Es ist natürlich der Punkt, warum soll ich jetzt noch weiter Urlaub machen? Dementsprechend, ja, ist es für mich schön, dass ich wieder arbeiten kann und auch möchte. Und jetzt habe ich hier noch meine letzte Ibuprofen. Die wäre wahrscheinlich jetzt nicht zwingend notwendig, aber symbolisch gesehen ist es jetzt die letzte. Und damit ist für mich die ganze Verletzung zumindest von der Seite her erledigt. Ja, an diesem Wochenende werde ich nichts machen. Das fällt schon mal ins Wasser. Und werde jetzt die nächsten Tage intensiv mit dem Thema Black Roll, Dehnen, Post-Workout mich beschäftigen. Und werde auch aus diesem Anlass, obwohl ich so ein Video gar nicht machen wollte, euch zeigen, wie das Ganze funktioniert, um euch einen Mehrwert zu bieten. Ich glaube, das Video würden sich so viele Leute wünschen und ich hatte es eigentlich gar nicht mehr vor. Aber das ist noch der andere Punkt, wer bei dem Video aufgepasst hat, was habe ich bei meinem Auto dabei? Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Achtet mal drauf, ich habe die Black Roll und sämtliche Sachen habe ich daheim vergessen. Das war ein Fehler. Hätte ich die Black Roll mitgehabt, ich kann es nur vermuten, wäre es wahrscheinlich nicht zu diesem Unfall gekommen. Ich habe mich definitiv zu wenig um meine Muskulatur gekümmert. Schaut euch gerne das Video rückwirkend auch mal an. Da kann ich auch nichts mehr verändern oder manipulieren. Das ist einfach so, wie es ist. Aus diesem Fehler lerne ich. Im nächsten Jahr ist definitiv alles mit dabei. Und das wäre es erstmal soweit. Ich melde mich später bei euch. So Leute, ein paar Stunden später den ersten Arbeitstag wieder geschafft und ja, leider ist der Schmerz immer noch vorhanden beim Gehen. Ich habe es heute gemerkt, beim Gehen ist der Schmerz da. Ich werde jetzt auch weiterhin wieder Ibuprofen nehmen, werde jetzt die Dosis nochmal erhöhen auf 3x400 Milligramm und ja, habe mir wirklich so Gedanken gemacht, jetzt gerade, dass ich definitiv dieses Wochenende gar nichts machen werde. Ich werde die nächste Woche sehr wahrscheinlich nichts machen. Am Wochenende vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht, eine ultra kleine Minitour mit keinen 500 Höhenmetern und auch nur vielleicht
Ich will mindestens 2 Wochen Pause haben, komplette Pause zwischen dem Ereignis mit dem Schmerz, wo es angefangen hat, und das erste Mal, wo ich wieder etwas mache. Ob ich einen Heilpraktiker oder zu einem Physiotherapeuten gehe, werde ich nächste Woche entscheiden, beziehungsweise falls keine Besserung eintritt, werde ich auch spontan entscheiden, noch einen Orthopäden zur Hilfe zu ziehen, dass wir vielleicht mit Hilfe des MRT mal schauen können, ob vielleicht irgendetwas beschädigt ist. Aber jetzt warte ich erstmal ab und freue mich auf ein sonniges Wochenende ohne Sport. Was gibt es Schöneres? Coffee is my best friend, he said. Genau so ist es, Leute. Boah, das ist echt heftig. Wochenende, nur Kaffeeklatsch, nur so normales Zeug gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch, von den Zuschauern, normale Sachen macht und nichts mit Bergsport zu tun hat und keinen Sport macht. Aber das ist echt, ich sag's ganz ehrlich, aus der Sicht eines aktiv lebenden Menschen, das ist echt schwierig gerade. Es ist echt schwierig, sich dran zu gewöhnen. Es ist jetzt gleich 7:45 und ich brauche noch Einkäufe. Habe auf jeden Fall ein paar coole Sachen erledigt. So Sachen wie Steuererklärung. Da gibt es dann wieder Cash und ein paar andere Sachen. Ja, aber trotzdem, das wird ein richtig hartes Wochenende. Ich habe schon eine Idee. Ich habe morgen noch privat was zu tun mit ein paar Leuten und dann ja, kann man die Zeit natürlich auch mal gemeinsam nutzen und dann gegen späten Abend werde ich wahrscheinlich noch was Schönes anderes planen. Mal schauen, ihr werdet es noch mitkriegen. Ja, und ist auf jeden Fall gerade ziemlich hart. Ibuprofen wieder am Start, Treppe runtergehen, leicht schmerzhaft. Und ja, ist auf jeden Fall wichtig, den Blick nach vorne zu richten, nicht nach hinten, immer nach vorne. Ich hatte auch mal die Nachricht bekommen heute, hey Tobi, was machst du eigentlich, wenn du dauerhaften Schaden erleiden würdest, also irgendwas Schlimmes. Da muss ich ehrlich sagen, Leute, über sowas mache ich mir gar keine Gedanken, weil das ist die falsche Einstellung. Ihr dürft euch nicht mit solchen Fragen beschäftigen, sondern ihr müsst euch mit den Fragen beschäftigen, was ihr machen könnt, weil ihr gesund seid und nicht umgekehrt. Genau, und jetzt kaufe ich gesund ein. Vielleicht bringt das ja auch wieder ein paar Prozent schnellere Heilung. Und ja, dann hoffe ich mal, dass das Wochenende schnell vorbeigeht. Ich mag kein Wochenende aktuell. So, mittlerweile muss man ja aufpassen, dass man im Supermarkt nicht noch zahlen muss fürs Parken. Deshalb Scheibe rein. So, Boys and Girls, fertig mit Einkauf. Hab sogar noch was Zeit rausgearbeitet. Und wenn ihr mal Bock habt irgendwie auf einen Einkauf mit Tobi, einen gesunden Einkauf, der muss auch nicht vegan sein, sondern einfach gesund, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben. Das Video muss schon ein paar Daumen nach oben kriegen, also das möchte ich sehen, dass es ein eindeutiges Ergebnis ist, dass ihr da wirklich Bock drauf habt. Dann könnten wir mal überlegen, ob wir vielleicht mal mit 1 bis 2 Leuten gemeinsam einkaufen gehen. Wir gehen durch den Supermarkt, da brauchen wir eine Drehgenehmigung für. Und dann gehen wir gemeinsam einkaufen, erläutern etwas die Nährwertangaben bzw. die Zutaten. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es rein, dann kann ich es mir mal überlegen, ob ich es für euch mache. Also ab nach Hause, es warten noch andere Dinge auf mich. Eine wunderschöne Abendstimmung, was sagt ihr dazu? Ich hasse Wochenende. Ich freue mich schon wieder auf Montag arbeiten. Jungs und Mädels, das ist echt hart. Das Wochenende ist sehr gut vom Wetter eigentlich, zumindest morgen wird es noch besser. Und ich kann nur bedingt was machen, lesen, Videos schneiden, so Zeug, was normale Menschen auch machen.
in die Stadt gehen und Co., aber so richtig befriedigt mich das nicht. Und ich freue mich schon wieder, wenn ich Montag arbeiten kann und darf, und das ist wirklich eine sehr schöne Sache, wenn man sich auf seine Arbeitsstelle freut. Also das muss man auch mal sagen. Also ich glaube, selbst wenn es die Möglichkeit geben würde, mal so Vollzeit-YouTuber zu machen, ich würde es echt nicht machen wollen, weil da hätte ich echt überhaupt keinen Bock drauf. Also das ist schon mit dem Hauptberuf eine richtig coole Sache, und vor allem, wenn die Arbeit einen auch erfüllt und glücklich macht, dann ist es umso schöner. Und ja, ich freue mich, wenn das Wochenende rum ist. Scheiße, ey. Mein Tag ist noch relativ gut verlaufen. Ich habe heute noch ein paar nette Leute getroffen, beziehungsweise noch etwas ohne sportliche Aktivität gemacht, und war wirklich ganz nett und hat mich auf jeden Fall mal wieder abgelenkt. Was noch positiv ist, ich war heute noch einkaufen und habe heute beim Treppe bergab gehen keinen Schmerz verspürt in der Achillessehne, genauso wenig wie beim Treppe nach oben gehen. Beim Kupplung treten auch keine Schmerzen oder kein reibendes Gefühl mehr. Und definitiv bin ich jetzt heute ohne Ibuprofen unterwegs, weil ich ja auch so gesehen mich nicht ständig auf den Füßen bewege, und habe nur lediglich Voltaren benutzt, ganz dünn aufgetragen. Und ja, ich habe mich übrigens auch sehr gefreut über die ganzen Kommentare auf Instagram zu meiner Gesundheit, also wirklich sehr, sehr nette Worte, möchte ich mich ausdrücklich bei euch bedanken. Checkt gerne mal meinen Instagram-Channel ab, dort findet ihr meistens sogar, bevor die Videos rauskommen, neue Inhalte zu meinen Touren. Und so wie es scheint, kommt morgen eine sehr, sehr gute Freundin von mir zu Besuch und wird auf den Osterfelder gehen, und da werde ich wahrscheinlich auch ihr entgegenkommen, allerdings mit Bahn, ja, mit Bahn. Und sie dann oben in Empfang nehmen, beziehungsweise mit ihr oben etwas essen. Und mal schauen, vielleicht nehme ich die Cam morgen mit, und der Tag morgen wird auf jeden Fall sehr sonnig. Ich freue mich schon drauf. So, und jetzt geht's nochmal raus und etwas Privatleben genießen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag, der 18. August. Es ist, glaube ich, der einzig gute Tag, so wie ich das gesehen habe, in der ganzen Woche. Und ja, ich habe nachher auf jeden Fall noch einen kleinen Termin oben auf dem Osterfelder Kopf und werde mich heute auf jeden Fall auch was in die Sonne begeben. Bin mal gespannt, wie es mir heute geht. Vom Gehen her, oder beziehungsweise ja, mal wieder in die Höhe zu kommen. Und ich nehme euch auf jeden Fall mit und habe immer die GoPro dabei. Also jetzt geht erstmal Frühstück, Kaffee und dann ab in die Sonne. So, die Sonne scheint, ein wunderschöner Tag. Und jetzt geht es erstmal ganz kurz zum Parkplatz der Alpspitzbahn, und alles weitere zeige ich euch später. Super schön. Ich glaube, das wird ein geiler Tag heute. So, ich bin jetzt hier umweltfreundlich angereist mit dem Auto. Und ja, jetzt geht es ab nach oben mit der Bahn auf den Osterfelder Kopf. So, die Liege habe ich mir jetzt echt hart erarbeiten müssen, ja. Ich musste in die Bahn steigen und nach oben fahren. Jetzt heißt es erstmal entspannen und warten, bis der Besuch kommt. So. Schon geil mit dem Jahrespass hier. Da kann man auf jeden Fall mal richtig entspannen, Buch lesen. Mit der Aussicht. Nice. Ist schon echt krass. Normalerweise rasiere ich durch die Nordwand da vorne in x Minuten, und jetzt habe ich gerade so eine Ehrfurcht, 10 Höhenmeter zu machen, beziehungsweise ich denke mir gerade echt, hey, wie lange würde ich jetzt aktuell dafür brauchen? Wahrscheinlich 2 Stunden oder so. Ja, schaut echt weit aus von hier. Ich würde mir gerade echt wünschen,
Ich wäre fit, dann würde ich noch schnell hoch, bevor der Besuch kommt, aber das lasse ich jetzt besser bleiben. Solange ich meinen Fuß bzw. die Achillessehne nicht komplett belaste, geht es gerade. Also diese Bewegung hier, das ist jetzt der gesunde Fuß, das lasse ich jetzt noch bleiben. Ich gehe einfach ganz normal, ohne diese großartig zu belasten. Es sind aber auf jeden Fall richtig gute Fortschritte. Wenn ich sehe, wo ich gestartet bin, habe ich jetzt definitiv wieder deutlich Fortschritt gemacht. Das gefällt mir. Da vorne seht ihr übrigens den Waxensteinkamm. Hier vorne mit dem Mandal, dem Zwölferkopf, dem großen Waxenstein, dem kleinen. Schön Eckspitze, schön Angerspitze. Und ja, ich hoffe, dass wir das im Herbst noch hinkriegen mit der Überschreitung. Dann werde ich euch ein richtig geiles Video präsentieren. Höllentorkopf da oben. Gibt es auch eine richtig schöne Kletterei hier entlang, nordseitig. Und ja, so schaut es hier aus. Ich werde nächste Woche anfangen, je nachdem wie der Zustand von meinem Fuß ist, Übungen zu machen, um wieder Vertrauen zu gewinnen in meine Achillessehne. Und gegebenenfalls werde ich auch nächste Woche schon anfangen mit der Black Roll und den Übungen, wo ich jetzt anfangs noch Abstand von gehalten habe. Aber ich merke, dass das Vertrauen in meinen Fuß noch nicht gerade hoch ist und das möchte ich schleunigst ändern. Sobald es wirklich aufhört zu schmerzen, werde ich loslegen und effizient Übungen durchführen, um wieder schnell fit zu werden. Besuch ist da, jetzt gehen wir mal runter. So Nadine, dann gönn dir mal dein alkoholfreies. Das ist jetzt übrigens im Video drin. Cheers. Und wir genießen hier noch die schöne Aussicht mit Hansi. Spannend. Muss ich gar nicht vorstellen, dass es morgen So umschlägt. Das schaut überhaupt nicht danach aus. Genau, so jetzt sind wir wieder unten hier beim Parkplatz Talstation und das war auf jeden Fall ein richtig geiler Tag. Ich mache Fortschritte und das Wetter war ideal. Neben mir die fantastische Nadine und genau, du schaust dir illegale Inhalte an auf dem Handy. Ja. Und jetzt holen wir erstmal dein Auto ab und dann geht's noch einen Kaffee trinken. Boom! Also heute auf dem Osterfeld aber auf jeden Fall ziemlich krass, wurde von 2 verschiedenen Personen angesprochen bezüglich der Videos. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, euch mal wieder kennengelernt zu haben, beziehungsweise gesehen zu haben. Und was auf jeden Fall auch richtig heftig ist, dass ihr Bescheid wusstet über meine Verletzung, beziehungsweise den Status von der Verletzung. Und das finde ich doch wirklich cool, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der hochgesteckten Brille, dass meine Person oder mein Kanal wirklich so verfolgt wird, dass auch die Details am Ende schon sogar zu spüren sind. Und das finde ich richtig cool, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ganz tolle Bekanntschaften wieder und ja, Support von euch ist auf jeden Fall überwältigend. Danke dafür. So, Ladies and Gentlemen, Tobi auf dem Weg in die Arbeit und nach einer kleinen Komplikation habe ich es jetzt geschafft loszufahren und die Komplikation hat aber nichts mit dem Fuß zu tun. Dem geht es nämlich relativ gut, also gestern der Tag war wirklich, wirklich schön. So viel Sonne, trotzdem am Berg mit Bahn und das Coole ist eigentlich, es ist ultra am Regnen heute. Ich glaube sogar das Wetter ist sehr schlecht gemeldet die nächsten 3 Tage. Ich freue mich, das macht es natürlich sehr angenehm. Ich denke, dass ich bis zum Wochenende wieder etwas machen kann und ich werde wahrscheinlich ab Mitte der Woche anfangen, mit diesen Übungen wieder Vertrauen zu finden in den Fuß. Obwohl es gerade nicht schmerzt, habe ich das Gefühl, dass ich noch vom Kopf her ziemlich blockiert bin, was das Abrollen angeht und da muss ich definitiv was machen, um wieder mehr Sicherheit zu gewinnen. Aber das Gefühl ist sehr positiv, das wirkt sich auch positiv auf meine Stimmung aus, also ja, kann so weitergehen. Ich sage euch Bescheid. Erste Gehversuche im flachen Gelände. Ich hoffe, das Licht ist noch gut genug für euch. Ich werde jetzt meine allerersten Schritte machen mit den Schuhen, die am wenigsten Dämpfung haben. Und dann hoffe ich mal, dass das Abrollen jetzt ab heute dann wieder besser klappt.
Alright, das war doch mal ziemlich erfolgreich. Und jetzt werde ich das Ganze mal etwas erweitern und zügiger machen, ja, aber nicht übertreiben. Super Rückmeldung bekommen, keine Schmerzen. Und ja, dann werde ich das Ganze jetzt noch mal etwas beibehalten und noch etwas erweitern. Treppen hoch und runter gehen. Schauen wir mal. Okay, ich habe mich jetzt dafür entschieden, noch einen kleinen Test durchzuführen. Und zwar werde ich jetzt mit meiner Uhr schauen, wie meine Höchstgeschwindigkeit im Gehen ist. Richtig gehört im Gehen, nicht im Laufen. Normalerweise, wenn ich Züge gehe, habe ich einen guten Schnitt drauf, den mag ich jetzt hier auch nicht sagen. Ich werde mal schauen, inwieweit es mir möglich ist, schmerzfrei zu gehen, bis zu welcher Geschwindigkeit. Und das ist jetzt das Ziel, bevor es dunkel wird. Und ich bin sehr gespannt und natürlich auch sehr, sehr vorsichtig. Also kommt mit. So ihr Banditen, also ganz flache Schuhe an. Fast keine Dämpfung, also wirklich reine Uphill-Schuhe. Und jetzt werde ich mir auf jeden Fall noch mal den VMAX-Test gönnen und schauen wir mal. Dazu meine passende Musik, weil wenn ich jetzt das Lied höre, was ich jetzt gleich abspielen werde, dann kann eigentlich nichts passieren. Das ist ein positives Lied. Enorm emotional und von daher gesehen wird das hier gut gehen. Ich weiß, dass es gut gehen wird und vor allem, ich höre auf meinen Körper bei dem, was ich gerade mache und ich weiß zu 100%, dass alles gut gehen wird. 1,5 km/h, Trend steigend. Der Respekt ist auf jeden Fall riesengroß gerade. Richtig Angst gerade, aber es wird gut gehen, das weiß ich. Also, dann erhöhen wir mal ganz kurz den Druck und packen noch mal 2 Kohlen ins Feuer. Schauen wir mal. Also, jetzt sind wir schon auf 4 Stundenkilometer. Das ist mehr, als ich mir erhofft habe. Mega geil. 4,3, 4,4, 4,7, 4,8 und steigend. 4,9, 5,0 geschafft. Ja, und bevor jetzt Leute fragen, hey, was machst du da für eine Scheiße? Das Ganze ist hier im Endeffekt ein Test, wie zügig ich gerade schmerzfrei gehen kann. Und da ich diese Geschwindigkeit ermitteln möchte, habe ich da die Durchschnitts- und die aktuellen Werte von der Geschwindigkeit, nicht von der Pace, also in Kilometer pro Stunde. Und ich möchte euch nicht genau sagen, wie zügig ich bin, aber ich habe jetzt bei 5,0 aufgehört. Und das ist dafür, dass ich vor einer Woche gehumpelt bin, doch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und das ist eine gute Basis, um morgen aufbauend weiterzumachen. Ich habe es geschafft, 1,14 Kilometer mit 3 Höhenmeter Abstieg zu schaffen. 1,18 Kilometer Distanz mit 3 Meter Abstieg, 0 Höhenmeter Aufstieg. Ich mache Fortschritte. Guten Morgen. Ja, das war doch gestern mal sehr erfolgreich. Und um heute etwas besser in die Materie reinzukommen, werde ich definitiv diverse Übungen heute durchführen. Beziehungsweise mal schauen, ob ich heute schon mit der Black Roll wieder arbeite oder anfange, die Füße zu dehnen. Werde ich mal schauen. Und ja, auf jeden Fall, gestern hat es ziemlich gut getan, der Seele mal etwas mehr zu beschleunigen im Gehen. Und gut, vom Laufen sind wir jetzt noch weit entfernt, aber schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. Geiler Tag, neigt sich wieder dem Ende. Was habe ich jetzt vor? Ich werde jetzt einkaufen gehen und anschließend werde ich noch ein paar Übungen durchführen. Da werde ich euch einiges von zeigen. Anschließend werde ich noch ein YouTube-Video hochladen. Ich weiß noch nicht genau welches. Ja, mal schauen, mache ich spontan. Und danach geht es zum Nico. Wir werden uns auf jeden Fall irgendeinen geilen Film reinziehen und essen, beziehungsweise auch kochen.
Und ich freue mich drauf. Auf jeden Fall volles Programm nach Feierabend. Und deswegen würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit dem gesunden Einkauf. Da seht ihr jetzt wirklich das optimale Teil für die Achillessehne. Diese 2 Kugeln. Ich kann natürlich jetzt hier ganz schlecht mit einer Hand die Übung durchführen. Aber ihr seht, das Ganze ist dann wirklich perfekt hinten in der Einkerbung drin. Ja? Dann könnt ihr eure Achillessehne super bearbeiten. So Leute, also das war jetzt ein geiler Filmabend. Danke Nico und Kitty, war echt gemütlich bei euch. Ja, es ist schon spät, ich werde jetzt ins Bett gehen und dann geht es morgen in die Arbeit. Auf jeden Fall ein super Tag für die Verletzung und auch für den Kopf, mal schön abzuschalten. Also bis zum nächsten Tag, peace out. So, neuer Tag, neues Glück. Gestern war ein geiler Tag, habe ich auch mal wieder gemerkt. Das lenkt einen extrem gut ab, wenn man nicht nur seinen Sport im Kopf hat, und das kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Der Sport, der Bergsport, das ist meine Leidenschaft, aber ich habe genauso gut noch andere Hobbys, andere Sachen, die ich machen kann, und da merke ich gerade, dass es extrem ablenkt. Außerdem gestern mit der Black Roll bzw. mit diesen Bällen, habt ihr ja gesehen, und das war echt eine super Sache. Heute werde ich dann definitiv diese Übungen erweitern und das zeige ich euch dann, weil heute Abend habe ich so gesehen keinen Filmabend, sondern werde da heute auf jeden Fall mal etwas intensiver einsteigen. Wir haben heute schon Mittwoch und ich wollte eventuell am Freitag, Samstag oder Sonntag schon ganz leicht starten, aber das bekommt ihr dann wirklich noch alles mit. Bin selber mal gespannt und weiß nicht, was auf mich zukommt. So, arbeiten und bis später. Und noch eine Sache, vielleicht habt ihr das mitbekommen, ich beantworte ja Kommentare entweder vor der Arbeit, also 5, 6 Uhr morgens, oder nach der Arbeit, wenn ich raus bin. Zwischendrin gibt es keine Beantwortung der Kommentare, weil ich hier auch ganz klar trenne, das Berufliche und das Private, beziehungsweise das Private und das YouTube natürlich. Ja, das mache ich sowieso, das wisst ihr. Bezüglich meiner E-Mail-Adresse, so habe ich nur noch eine hinterlegt auf meiner Homepage, und da steht dabei, ich beantworte keine privaten E-Mails mehr, wegen Zeitgründen. Falls ihr mal vorhabt, mir eine E-Mail zu schreiben, ich bekomme wirklich sehr viele bezüglich Danke für die Videos und so weiter. Ich kann diese E-Mails alle nicht mehr beantworten. Ja, es ist nicht mehr möglich und deshalb lasse ich die auch unbeantwortet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unter die Kommentare, aber E-Mails bitte nicht mehr schreiben. Wer das machen möchte, okay, aber ich kann nicht mehr drauf eingehen. Vielen Dank für euer Verständnis und genau, dann bis später. Hey Leute, ich komme gerade von der Arbeit, habe einen super Tag gehabt und möchte euch einmal positive Nachrichten erzählen. Und zwar habe ich heute meinen Kollegen gefragt, der im Gesundheitsbereich tätig ist, kannst du mir weiterhelfen, beziehungsweise hast du irgendwelche Erfahrungswerte? Und er hat mir gesagt, ja Tobi, du musst dich mehr dehnen, mehr stretchen. Ich habe so ein ähnliches Problem in der Vergangenheit gehabt und das Ganze nicht ordentlich behandelt. Und im Endeffekt ist es so, dass ich viel zu wenig gedehnt und gestretcht habe. Das deckt sich mit meinen Ermittlungen bzw. mit dem, was ich herausgefunden habe. Und ganz klar der Knackpunkt, dehnen, stretchen, Black Roll, wieder mit Salben arbeiten. Ich muss ganz klar sagen, ich habe jetzt einfach mal die Quittung kassiert dafür, dass ich zu wenig gemacht habe. Hätte ich mehr gemacht, wäre es soweit gar nicht gekommen. Und außerdem deckt sich das Ganze, was mein Kollege gesagt hat, mit meiner Vermutung, nämlich, dass der Kategorie D-Bergstiefel, der Scarpa, der ganz steife Schuh, dass der natürlich dafür sorgt, dass ich meine Achillessehne nicht gut bewegen kann, vor allen Dingen nicht in die exzentrische Bewegung. Und das ist der Punkt, da wir von einer Verkürzung der Sehne sprechen, beziehungsweise der Wadenmuskulatur.
Und das ist genau das, was mit mehreren anderen Faktoren dazu geführt hat, dass ich mich verletzt habe. Und das ist gut zu wissen, denn jetzt weiß ich, wo ich dran bin und jetzt weiß ich, was ich machen kann, um das wieder in den Griff zu bekommen. Also ganz wichtige Erkenntnis heute. Und ja, mein Tigerbalm Rot N, ihr kennt es schon, wo ich noch ein kleiner YouTuber war, da habe ich das Produkt schon benutzt. Das ist mein allererster Partner. Das Produkt fördert die Durchblutung und das ist genau das, was ich brauche, nämlich keine Kälte, sondern ich brauche Wärme und Durchblutung. Das ist das, was ich jetzt brauche. Und Post-Workout für die Achillessehne bzw. die untere Wade, den stretchen. Und im Endeffekt, mein Kollege, der hat wirklich eine super Fachkompetenz in diesem ganzen Bereich. Und er ist wirklich kein Pseudomediziner. Man liest ja oft in Foren, mach dies, mach das, von Leuten, die wirklich überhaupt keine medizinische Grundlage haben. Und da ist noch ein anderer Punkt. Ich würde euch wirklich empfehlen, schaut nicht zu viel oder gar nicht in diese Foren rein, weil da sind Leute, bei denen ist das Problem 2, 3, 4 Jahre und da ist natürlich dann alles negativ. Ihr wisst mittlerweile, ich sehe alles sehr, sehr positiv, auch solche Verletzungen. Und deshalb würde ich euch wirklich empfehlen, schaut euch nicht in diesen Foren um. Da sind wirklich sehr viele Leute unterwegs, die von der Medizin keine Ahnung haben und auch immer alles wirklich ins Negative ziehen. Und da dürft ihr euch nicht von anstecken lassen, sondern sucht euch wirklich fachliche Beratung von Ärzten, von Orthopäden und schaut nicht einfach irgendwo in irgendwelche Foren rein, denn da ist teilweise wirklich nur Müll drin. Und ja, deswegen, ich höre auch gar nicht drauf, was man mir schreibt, beziehungsweise auch im Kommentarbereich, sondern ich ziehe mein Ding durch mit professionellen Leuten und das ist im Endeffekt genau das, was mich jetzt auch weiterbringen wird. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe, ich weiß, wie ich es korrigieren kann. Auf der Basis kann ich jetzt weiterarbeiten. Während ich mich hier am Dehnen bin, muss ich wirklich ganz klar sagen, ich habe einfach in den letzten Tagen und Wochen einfach zu wenig gemacht. Ich muss es wirklich ganz klar eingestehen. Mein Fehler, meine Schuld. Und im Endeffekt trage ich jetzt die Rechnung dafür. Allerdings möchte ich euch diesen Mehrwert weitergeben. Und ich werde auch in Zukunft, weil das Video ist ja noch lange nicht zu Ende, trotzdem weiterhin Verletzungen dokumentieren und auch wie mein Weg zurück sein wird. Weil ich bin von allen YouTubern, die so im Bergsportbereich tätig sind, mit Abstand der Einzige, der sehr athletisch unterwegs ist und das Thema Trailrunning oder Running thematisiert. Und deshalb ist natürlich auch die Verletzungsgefahr nochmal etwas höher. Und vielleicht habt ihr auch weiterhin Interesse dran, wenn ich mich verletzen sollte, was auch wirklich passieren kann, dass ich dokumentiere diesen Weg zurück. Und ich glaube, dass es wirklich eine sehr authentische Sache ist und viele Leute interessieren wird, wie dann der Weg zurück für mich ist. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt hier locker noch 20 Minuten, Viertelstunde mich weiter dehnen und dann daheim mit der Blackroll weitermachen. Aber das, was ich euch erzählen wollte, wollte ich unbedingt in der Natur draußen machen, weil es einfach eine schönere Atmosphäre ist. Denkst du denn, dass ich sie hier vergewaltige? Die Polizei hat ihre Aussage als glaubwürdig eingeschätzt und die medizinische Untersuchung hat nichts gegen. Ich dachte, du willst dir noch Zeit lassen, bevor du wieder am Anfang kommst. Wieso hast du gesagt? Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe heute Bergstiefel an. Ich habe heute gewisse und sehr wichtige Gründe, dass ich euch heute nicht mitnehmen kann. Ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, ob das Ganze funktioniert. Ich werde euch grobe Details nennen können bezüglich Höhenmetern bzw. Abstieg und dann wieder Aufstieg. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und ich bin selber schon sehr gespannt, leicht aufgeregt, ob das Ganze gut geht. Und ich weiß, dass es gut gehen wird. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Also, schauen wir mal, ob es klappt. So Leute, also, ich habe euch ja gesagt heute Morgen, dass ich am Berg unterwegs war und euch keine Details nennen konnte. Allerdings bin ich heute quasi im Laufe des Tages am Berg unterwegs gewesen. Ich kann euch keine Details nennen. Und da habe ich heute noch überlegt, ob ich jetzt diesen Rivaltech OD anziehe oder ob ich anziehe hier den Feline Up. Und ich habe mich letzten Endes für den hier entschieden. Also wirklich der Schuh, der komplett keine Steifigkeit hat und natürlich dann trotzdem besser abrollt. Und die Entscheidung war goldrichtig. Die Entscheidung war richtig. Das heißt nicht, dass dieser Schuh schlecht ist, um Gottes Willen, das ist ein Traumschuh. Allerdings habe ich euch von meinem Kollegen erzählt, der mir etwas mehr Input gegeben hat zu diesem Thema und der lag goldrichtig. Und es ist wirklich schön, also ich muss echt sagen, ich habe echt die besten Arbeitskollegen auf der ganzen Welt. Es macht so viel Spaß, mit diesen Leuten zu arbeiten. Und das war wirklich ein Traumtag heute. Das hat richtig Laune gemacht und vor allem, ich war richtig happy, dass nichts geschmerzt hat. Also es war wirklich, wirklich genial, super schön. Also es war seit 2 Wochen der geilste Tag ever. Und das waren jetzt immerhin 550 Höhenmeter im Auf- und Abstieg und dementsprechend bin ich jetzt super happy. Morgen ist schlechtes Wetter gemeldet. Juhu. Und das bedeutet, ich werde morgen auch nicht wirklich etwas machen. Ich überlege, ob ich etwas mache, aber ja, Details vielleicht morgen. Und ich habe jetzt wieder mein Black Roll und mein Post-Workout richtig hochgefahren. Also wirklich dehnen so oft es geht. Also vor allen Dingen halt am Abend nach zum Beispiel einem warmen Bad. Und auch mit der Black Roll halt wirklich gut bearbeiten. Besonders die Achillessehne mit den kleinen Teilen. Und das Ganze funktioniert, Leute. Das Ganze funktioniert. Ich bin wieder auf einem guten Kurs. Ich bin so glücklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so gute Arbeitskollegen, ich habe so gute Freunde, ich habe so gute Physiotherapeuten, Ärzte, Mediziner, Profis, Sportler, die mir wirklich so weitergeholfen haben. Und das ist wirklich so viel Liebe und Support und alles. Das ist gewaltig. Und das ist jetzt nur eine Verletzung der Achillessehne, aber ich weiß, wenn ich irgendwas anderes habe, dann kann ich mich auf meine Leute 100% verlassen. Und das ist mental so eine Erleichterung, dass man wirklich mit Profis arbeitet und zusammenarbeitet. Das ist wirklich genial und das ist die größte Stütze, die man sich vorstellen kann. Also wirklich, ja, es ist einfach richtig cool. Ich bin richtig happy, Leute. Ab heute geht's wieder für Tobi bergauf und ja, ihr werdet aber trotzdem noch sehen, dass das Ganze langsam geschieht. Aber ja, das Grinsen ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und der Tag war wunderschön, auch nach der Arbeit traumhaft und ja, das wäre es soweit und ja, gute Nacht, bis zum nächsten Tag. Peace. So Fellas, heute ist es soweit, heute geht es für mich wieder zurück an den Berg. Ich werde das Ganze richtig geil dokumentieren mit meiner Systemkamera und ja, ich habe den Feline Up an den Füßen. Habe nicht viel dabei und freue mich jetzt auf jeden Fall. Das ist so gesehen, kann man sagen, vielleicht mein Comeback, meine Rückkehr an den Berg nach über 2 Wochen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob alles gut läuft. Ich gehe auf Nummer sicher und habe den Schuh an, der am allermeisten nachgibt, der keine Steifigkeit hat. Und ja, ich bin schon sehr gespannt und ich halte euch am Laufenden. Die GoPro habe ich jetzt nicht dabei, sondern wie gesagt, weil ich mal Bock habe auf geile Aufnahmen, weil ich etwas langsamer bin, nehme ich die fette Cam mit und dann bekommt ihr auch geilere Aufnahmen. So, bis später Leute, ich erzähle euch, wie es gewesen ist. Hat super funktioniert, 750 Höhenmeter, ohne Schmerzen, check, sehr geil. Morgen geht's weiter, allerdings erstmal ganz intensives Dehnen und Stretchen plus Black Roll, aber morgen geht's wieder weiter und etwas mehr, allerdings nicht zu viel. Ich freue mich drauf, das volle Video zu der Tour seht ihr natürlich dann gesondert. Ich kann schon mal so viel sagen, ich glaube, das müsste ich eigentlich sagen können in meinem eigenen Video. 12er Kugel Nordgrad, also nicht die Nordwand, sondern der Nordgrad. Kletterei bis 3- eine Stelle, bisschen Zweiergelände, Abstieg brüchig. Fast 1000 Höhenmeter oder knapp und das ist doch genau das Richtige, was ich jetzt brauche. Andere Sache noch, ich habe noch einen richtig geilen neuen Rucksack gekauft, ja.
Ich bin jetzt nicht von Black Diamond gesponsert, wäre jetzt zwar nicht das Problem, allerdings, ja, ich kaufe mir auch mal Sachen zwischendurch. Und dieser 20 Liter Rucksack ist ultra leicht, da kriege ich 2 Eisgeräte dran, 2 Petzl Galli, da kriege ich alles rein, ja, also auch mal ein bisschen mehr Equipment. Und jetzt habe ich den und den gleichen noch in 28 Liter. Ja, geht ein bisschen drum, Westalpen und so weiter und so fort, diesen Rucksack von Dynafit. Also Dynafit in allen Ehren, aber dieser 16 Liter ist ein Skitouren-Rucksack, der hängt an der Seite die Schlaufe drin, wo die Ski reinkommen, und ja, auch der 28er aus den Westalpen, das ist ein Skitouren-Rucksack, der hängt auch hier noch der Clip drin, um die Ski zu fixieren, und das geht einfach nicht. Das hat mich schon gestört am Dom, und da möchte ich einfach ja, was haben, was mehr für den Alpinismus gemacht ist und nicht für Skitouren, und dementsprechend habe ich jetzt hier diesen Blitz 28 und 20. Also ich habe tatsächlich 2 Rucksäcke mit nur 8 Liter Unterschied, aber 28 ist dann auch das Ende meiner Schmerzgrenze, also mehr möchte ich auch wirklich nicht haben. Und dieser Rucksack ist auf jeden Fall cool, schnörkellos. Man hört zwar, dass er auch schnell kaputt geht, aber ja, ich will mich selber überzeugen. Auf jeden Fall sehr leicht und ein Toploader. Jo, genug geredet. Mir geht's sehr gut. Ihr merkt es an meiner Laune. Geil, hat Bock gemacht, und ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch bald das Ende werden dieses Videos über meine Verletzung und wie ich zurückgekommen bin. Nach morgen werde ich noch ein kleines Feedback geben, und dann wird wahrscheinlich die Verletzung so gesehen für mich beendet sein. Und ja, richtig cool, richtig cool, Leute. Ich bin happy. Und werde jetzt kurz was kochen, und dann geht's in die Dusche, ins Bett und dann morgen ins Kütai. Yes. Also bis später. Peace out. Bevor ich jetzt meine Schlussworte finde, möchte ich all die Leute ermutigen, nicht aufzugeben, wenn ihr verletzt seid, egal was ihr habt, ob mit dem Knie, der Achillessehne, der Schulter oder dem Arm, ganz egal. Glaubt an euch, schaut, dass ihr gesund werdet, gebt eurem Körper die nötige Zeit und tut auch was dafür. Ja, trinkt nicht zu viel Alkohol, lebt gesund, ernährt euch gesund, schont euren Körper und arbeitet aktiv mit, dass euer Körper bei der Heilung unterstützt wird. Meine persönliche Meinung, aber ja, denkt drüber, was ihr wollt. Ich kann da zu 100% hinterstehen, was ich gesagt habe. Dieses Video über meine Verletzung, das endet nun heute, nachdem ich erfolgreich vom 12er Kogel Nordgrad gekommen bin mit dem Andi. Und bin schmerzfrei nach unten gekommen und habe auch keinerlei Schmerzen im Aufstieg gehabt, nichts dergleichen. Ich habe mich nach ausgiebigen Baden und Wärmebehandlung noch mit Tigerbalm an den Waden und der Achillessehne eingerieben, danach mein Post-Workout, auf Deutsch einfach den Stretchen Black Roll, und die Achillessehne nochmal ganz besonders behandelt, sage ich jetzt mal, ja. Massiert und einfach mit den kleineren Black Rolls bearbeitet. Das wird jetzt täglich meine Arbeit sein, und am Berg auch zwischendurch nochmal dehnen. So bekomme ich auf jeden Fall das Ganze sehr gut in den Griff, und ich werde mich jetzt auch langsam an die Höhenmeter wieder rantasten. Also ihr habt es vielleicht mitgekriegt, 550 Höhenmeter, 750 Höhenmeter, heute 1000 Höhenmeter. Klar, ich könnte jetzt wahrscheinlich morgen 2000 machen ohne Schmerzen, werde ich aber nicht machen, sondern es werden vielleicht erstmal 1500 sein. Ja, das ist natürlich so eine Sache, da kann man nicht sagen so und so, sondern das muss man nach Bauchgefühl machen, ganz klar. Das Video endet jetzt allerdings an der Stelle, weil einfach die Verletzung in meinen Augen abgeheilt ist. Das ist trotzdem ein Prozess, der jetzt ständig stattfinden wird, genau wie meine damalige Verletzung an den Schienbeinkanten, also des Shinsplints. Und ja, Erkenntnis aus der ganzen Verletzung ist, ich muss mehr am Ball bleiben, ganz einfach. Meine Schuld, mein Fehler, aber ich weiß, was ich falsch gemacht habe, und ich weiß, wie ich es wieder in den Griff bekommen werde. Ja, Worst Case ist natürlich der Riss der Achillessehne, ist ganz klar. Damit wäre nicht nur die erste, sondern auch wahrscheinlich die nachfolgende Saison gelaufen. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe nämlich keinen Abriss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, liebe Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und habt ihr Probleme mit der Achillessehne? Habt ihr sonst irgendwelche Schmerzen beim Trainieren? Schreibt es gerne alles in die Kommentare rein. Möchtet ihr in Zukunft, wenn ich Verletzungen habe, sowas sehen? Weil von meiner Seite aus ein ganz klares Ja zu dem Thema.
Das gibt Motivation zu euch und beziehungsweise wir haben einen Austausch. Also gebt mir gerne ein Feedback dazu. Wenn es gefallen hat oder euch hat die Doku wirklich gefallen, obwohl die Bildqualität nicht bombastisch war mit der GoPro, gebt einen Daumen nach oben, Kanal abonnieren, graue Glocke drücken, weiterempfehlen und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Tag noch. Macht's gut, Leute. Ciao!